Moin Leute, heute kommen wir zu dem Testbericht nach 6 Monaten Nutzung des Begadi Blade Carrier Assault Packs. Und wenn ihr wissen wollt, ob das Teil seine 30 € wert ist oder ob wir irgendwelche Mängel entdeckt haben, dann bleibt dran. Los geht's. Fangen wir mit den technischen Daten an, die blende ich euch jetzt hier oben ein. Die haben wir ja schon im Vorfeld besprochen, und zwar in der Produktvorstellung. Das Video, das verlinken wir euch da oben, wenn ihr euch das nochmal interessiert. Da stellen wir praktisch nochmal den Rucksack komplett vor, ohne so eine Langzeiterfahrung. Also wer sich das nochmal angucken will, ist oben verlinkt. Und dann gehen wir schon weiter dazu, wie ich den täglich nutze und was da bei mir immer so drin ist. Kommen wir mal dazu, was alles in den Rucksack reinpasst. Also ich nutze den jetzt seit 5 Monaten, 6 Monaten als Arbeitsrucksack jeden Tag. Das heißt, der muss jeden Tag, wird er ins Auto geschmissen auf den Beifahrersitz. Und dann hatte ich ihn bei der Bierzone mit, bei der OP Bierzone zum Airsoft spielen. Und ich zeige euch mal, wie so mein Alltag in dem Rucksack aussieht, weil da passt einiges rein, was ich nie gedacht hätte am Anfang. Also eine Brotbüchse, wenn man sich Essen mitnimmt auf Arbeit, dann passt hier noch so ein Shaker rein, wenn ich mir einen Bodyshake mitnehme. Dann die Nintendo Switch, die nimmt auch relativ viel Platz weg. Dann haben wir noch eine Trinkflasche. Und ganz hier unten ist jetzt noch ein Stoffbeutel. Manchmal habe ich dann aber zum Beispiel in dem hintersten Fach noch T-Shirts drin, so 4 Stück für Arbeit. Dann hat man hier hinten noch das kleine Fach. Das ist dann, also wenn das alles drin ist, dann ist es schon relativ voll. Dann hast du noch an den Seiten, wo du ein bisschen was reinstopfen kannst, aber das war es dann auch schon. Ne? Aber gerade wenn man so jetzt beim Airsoft ist, dann eine Trinkflasche, das hier könnte man als Kugeln nehmen oder HPA-Flasche, die sind ungefähr genauso groß. Und dann hast du immer noch Platz für den Rest. Also da passt einiges rein in das kleine Ding und das hätte ich nie gedacht. Und dann haben wir noch vorne die Tasche, da ist dann... da ist bei mir sowas drin wie so ein Massageball, wenn ich mal Kopfschmerzen habe. Der rollert jetzt hoffentlich nie in die Kuller rein. Dann sowas wie Kopfschmerztabletten, Taschentücher, Portemonnaie. Also hier vorne passt auch noch eine Festplatte, wenn ich irgendwas auf Arbeit machen muss, eine Powerbank. Und wenn der Massageball nie hier vorne drin wäre, würde hinten noch mehr reingehen. Dadurch, dass der rund ist, tut der hinten so ein bisschen den Stauplatz minimieren. Ja, also wie gesagt, das hatte ich jetzt bei der Bierzone drin. Da hatte ich drin meine Trinkplatte. Die passt hier auch rein, die im Plattenträger drin ist. Hätte ich nie gedacht. Aber passt hier rein. Konnte man auch schön durch die Schlaufen rauslegen hier, durch die vorgestanzten Öffnungen. Dann hatte ich Kugeln drin mit einem Speedloader. Also das waren definitiv 2 Kugeln, einmal 0,28er, also eine Flasche ungefähr so groß wie die hier. Dann noch eine 0,32er. Hatte ich mit, dann zu essen definitiv, dann Ausrüstung, also Kamerazeug hatte ich hier vorne drin, Akkus und so weiter und so fort und ein Speedloader direkt und ein Ersatzmagazin hatte ich hier vorne noch drin. Ja, und dann hätte theoretisch, war dort noch massig Platz drin in dem Rucksack, das hätte auch noch eine HPA-Flasche reingepasst, wenn ich HPA-Spieler gewesen wäre. Also von daher Platz für einen normalen Spieltag und sogar für eine größere OP habt ihr hier drin genug. Gehen wir mal weiter dazu, ob es irgendwelche Mängel bisher gab. Kommen wir mal dazu, ob es irgendwelche Mängel gibt an dem Rucksack, die ich bis jetzt nach den 6 Monaten Dauereinsatz feststellen konnte. Also wir haben hier vorne an den Nähten die üblichen so ein paar Fäden, die aber die Funktion nicht beeinträchtigen. Na, da sieht man halt, dass er schon benutzt wurde. Der Klett, das hält immer noch alles Bombe. Die Patches sind eigentlich die ganze Zeit drauf. Ich wechsle die immer mal, dass ich ein paar andere Patches drauf habe. Das hat ein bisschen gelitten. Dieses Gummiband, ich zeige euch das dann nochmal in der Nahaufnahme. Das Gummiband hier, das ist hier ein bisschen ausgefranst, aber es tut trotzdem noch seinen Dienst. Dazu kommen wir aber später nochmal. Und sonst habe ich nur einen Schaden verursacht. Der ist aber meine Schuld, also der ist auf mich zurückzuführen. Der Rucksack war ungefähr so gepackt wie vorhinst. Eine volle Wasserflasche, eine volle Essenspackung, die Nintendo Switch, dann ein voller Shake. Und dazu vorne noch die T-Shirts drin. Und dann hatte ich hier noch meine Jacke drauf gepackt, weil es war so, ist es kalt, ist es nicht kalt, wusste ich noch nicht genau. Und dann bin ich ins Auto rein, Auto steht in der Garage drin, alles relativ eng und ich musste den an dem
an dem Teil gehalten und habe den dann so auf den Beifahrersitz geschmissen. Und dann hat es den aber auch so verkantet, dass hier oben das eingerissen ist. Praktisch dort, wo der Henkel ist, hat es hier die erste Naht gelöst. Aber das ist jetzt vor einem Monat gewesen und das war vor der OP Bierzone. Und ich dachte so, hält er jetzt noch weiter? Wenn man dran zieht, es passiert nichts. Also du kannst hier wirklich dran ziehen und das Ding hält. Der hält einfach. Also die Träger hier unten sind nochmal separat vernäht. Das heißt, das hier ist praktisch jetzt nur ein Schönheitsmangel und hat nichts in der Funktionsweise hat es beeinträchtigt. Von daher sehr, sehr geil. Ich hatte mal einen Rucksack, so einen Bundeswehr-Nachbau und da ist mir hier oben dann der Träger eingerissen, aber komplett der Träger und den hat es dann immer weiter aufgedröselt. Also nicht die Naht, sondern den Träger praktisch hier. Das hier ist bei dem nicht der Fall. Und wie schon gesagt, das Teil macht immer noch keine Anstalten, dass es kaputt geht. Also für 30 € super Qualität. Und das hier, wie schon gesagt, meine eigene Schuld. Hätte ich ihn normal reingetan und nie so da reingeschmissen, wäre das nie passiert. Ja. Kommen wir jetzt mal zu den Sachen, die mich stören und die mir fehlen. Also, was fehlt? Als erstes hier oben so ein Tragegriff. Entweder man muss den halt immer hier so am Henkel nehmen, dann hängt er die immer schief. Oder du musst dann halt hier so, wenn der voll gepackt ist, dann ist das hier oben relativ schwer. Dann packst du den hier so an der Krempe, das ist nie ideal. Ich würde mir hier oben so einen Griff wünschen, dass man den ganz normal wie so einen Rucksack halten kann. Der muss so nicht groß sein, nicht groß. Das reicht schon hier so ein Bändel, die Hälfte davon, so hier, reicht schon völlig aus. Also das hier oben würde ich auf jeden Fall, das ist für mich ein Muss. Was fehlt mir noch? Mir fehlen mehr Klettpatches. Also das hier könnte größer sein. Weil ihr seht schon, der große TNT-Patch und der Tack-Work-Patch, der passt gerade so hier drauf, das Weiß. Oder hier unten die Molle praktisch mit Klett und den Rest hier auch noch, dass man hier überall Klett hat. Das wäre geil. Jetzt gibt es einen größeren Kritikpunkt, der mich immer wieder genervt hat. Und zwar ist das das Schlaufensystem. Was hat mich da genervt? Und zwar die Dinger hier unten, ich zeige es euch alles nochmal in der Nahaufnahme, während ich jetzt hier rede. Die Teile hier unten, die verstellen sich gerne. Ich hatte das schon so gemacht, dass ich das hier zurückgeschlauft habe, dass ich das nie verstellen kann. Und hier unten, hier habe ich das auch schon so gemacht, dass es praktisch sich hier nie verstellen kann normalerweise. Aber das Teil, wenn du den auf dem Rücken hast, mit dem, was wird das so sein, 6 Kilo werden das schon da drin sein, wenn ich den normal belade, dann ist es gefühlt nach einer Woche, dass dir der Rucksack weiter runterhängt. Und dann hatte ich das früher immer so gemacht, dass ich natürlich, es sind ja diese Schlaufen hier da, ich habe hier alles so schön aufgerödelt, habe das dann hier reingemacht, dass es halt, dass es halt schön ist, dass es nicht irgendwie runterhängt wie jetzt, weil das nervt, wenn das so runterhängt. Aber dann fängst du halt wieder an, das auseinander zu machen, musst den hochziehen und dann machst du das wieder. Und das machst du gefühlt immer in der Woche. Was würde da Abhilfe bringen? Und zwar, wenn hier, ich zeige euch das dann in der Nahaufnahme, wenn hier wahrscheinlich bei anderen Rucksäcken hast du so eine Rifflung drin, dass das gegen das Wegrutschen hilft. Das hast du halt hier nie. Und das fehlt. Das fehlt auch bei den Teilen hier oben. Hier habe ich es auch schon doppelt gelegt, aber trotzdem rutscht das immer wieder hier ein bisschen durch. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, als Rucksack müsste man dort nachbessern. Weil das nervt halt, oder ihr macht es halt anders, ihr macht es halt so, ihr lasst das so runterhängen, dann kannst du halt ganz schnell immer mal so beziehen und dann hast du ihn wieder an deinem Rücken dran. Dann könntest du theoretisch noch hier so das ein bisschen kürzen, dass du das abschneidest, je nachdem wieder eine Größe und das dann hier wieder rannähst. Das könnte man so machen. Es wäre schön, wenn es von Haus aus, wenn das nie wäre, dass das immer wieder runterrutscht. Am Plattenträger hatte ich ihn jetzt nie. Hinten mit dem Wolle dran, weil ich hatte einen Chest-Rig an auf der Bierzone und deswegen konnte ich das hier nie testen. Manchmal löst sich der Druckknopf, der hier, aber da machst du ihn wieder fest und das ist einmal im Monat, das ist jetzt kein Kritikpunkt. Das passiert halt manchmal, wenn du den irgendwie falsch anfasst, dann löst sich der Druckknopf, dann musst du das Ding wieder dran machen und dann ist es auch fertig. Deswegen kann ich jetzt nie viel zu der Funktion als Assault Pack sagen. Aber im Endeffekt ist es ja, ob du das Ding nur am Plattenträger dran hast mit dem hier, was sich dann nie lösen kann, weil das ist ja fest mit Molle, oder ob du den als Rucksack trägst. Die Funktionsweise ist ja im Prinzip gleich. Gibt es sonst noch Dinge, die mich stören? Nö.
Das sind so die Punkte, wo ich sagen muss, das müsste man nachbessern. Der Griff oben und wie schon gesagt hinten, dass sich das nie automatisch verstellt. Was auch noch cool ist, sind die großen Reißverschlüsse. Weil mit Handschuhen, na, ich habe solche Mechanics mit hier, na, wie heißen die? Impact oder so, wo du hier so Knöchelschutz hast und Linksschutz. Da kriegst du auch die Reißverschlüsse super damit auf. Oder wenn es kalt ist und du hast halt Winterhandschuhe an. Das ist halt super. Bei den meisten Rucksäcken sind die halt halb so groß. Oder noch kleiner und dann stehst du dann halt da. Das ist hier schon wieder super gelöst. Da kann man gar nicht meckern. Und die funktioniert noch alles super. Die ganzen Schnallen, die Reißverschlüsse, das ist alles noch top. Also da kann man sich überhaupt nie beschweren. Kommen wir abschließend zum Fazit des Begadi Blick Carrier aus Oldpacks. Ich finde, für 30 € kann man hier nicht viel falsch machen. Ihr bekommt einen wunderbar verarbeiteten Rucksack mit ausreichend Platz für den Arbeitsalltag und für den Spielalltag sowieso. Ihr habt es gesehen, da passt jede Menge rein. Nach den 6 Monaten ist ein bisschen was aufgefallen, was man verbessern könnte oder was ich auf jeden Fall verbessern würde. Was für eine Version 2 wünschenswert wäre, von mir aus auch dann 5 € teurer. Ich habe es angesprochen, der Henkel hier oben und dass sich die Träger nie verstellen, während man den benutzt. Als Soldpack sowieso super. Wer sowas braucht, gerade HPA-Spieler und so oder Leute, die immer viel mitnehmen wollen auf dem Spieltag. Als normaler Rucksack genauso empfehlenswert. Ich hatte vorher einen NFD, so ein Assault Pack 2 mit 35 Liter, wesentlich größer. Und der war vom Tragekomfort her, obwohl die Polster von den Gurten besser waren, war der schlechter. Also da hat man wirklich so gedacht, naja, wenn dort ein bisschen was drin ist, dann tut das schon so an Schultern schmerzen. Bei dem hier hatte ich das noch nie gehabt, das Gefühl. Trotz, dass die nicht gepolstert sind, aber sehr breit, ist es super bequem. Von daher kann ich mich unserem anderen Fazit, was wir im ersten Video hatten, nur anschließen. Wenn ihr so ein Assault Pack sucht oder einen kleinen Tagesrucksack, dann ist das hier euer Fall. Mehr Farben wären noch cool, eventuell noch so ein Coyote oder ein Multicam oder so. Weil jetzt gibt es ja nur Flecktarn und das Oliv. Das Oliv ist aber ein sehr schönes dunkles Oliv. Also klare Kaufempfehlung von mir und dann war's das. Ich bin raus und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao.